Stell dir das mal vor, du stehst in einem kleinen Café, irgendwo im Urlaub. Mhm. Ein klassisches Szenario. Ja, genau. Vielleicht in Rom oder auch in Madrid oder Paris. Und du kennst eigentlich die Vokabeln. Du hast die Grammatik wirklich gelernt, diese ganzen Tabellen auswendig gelernt. Ja, und dann kommt die Frage. Richtig. Jemand hinter dem Tresen stellt dir eine völlig simple, alltägliche Frage und dein Kopf ist plötzlich komplett leer. Oh ja, das kennen wir alle. Die Worte kreisen da wild umher. Du suchst verzweifelt nach der richtigen Konjugation, also nach der Form, aber du bekommst keinen einzigen geraden Satz heraus. Mhm. Da frage ich mich, warum versagt unser Gehirn eigentlich ausgerechnet dann, wenn wir die theoretischen Regeln auf dem Papier doch am besten beherrschen? Das ist ein faszinierender Punkt. Dieses Gefühl der totalen Blockade entsteht, weil wir Sprache in genau diesem Moment wie eine abstrakte mathematische Gleichung behandeln. Wie eine Gleichung. Genau. Wir durchsuchen in unserem Kopf quasi so ein Archiv, wir holen eine Vokabel heraus, überlegen uns die grammatikalische Regel, wenden sie an, prüfen noch schnell die Zeitform. Das klingt nach richtig harter Arbeit. Das ist kognitive Schwerstarbeit. Und während dieser ganzen Arbeit vergehen Sekunden, die sich für uns wie Stunden anfühlen. Ja, absolut. Der Moment für eine ganz natürliche Antwort ist dann längst vorbei. Wir stecken da tief in der sogenannten Übersetzungsfalle. Die Übersetzungsfalle. Ein sehr passendes Wort. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei uns zu sein. Wir freuen uns, dass du da bist. Lass für die nächsten Minuten den Alltag einfach mal ruhen. Atme einmal tief durch. Wir widmen uns heute einem Konzept, das all diese starren, anstrengenden Regeln des klassischen Lernens komplett auf den Kopf stellt. Ein völlig anderer Ansatz, ja? Es geht um einen Weg, wie wir unser Gehirn davon befreien können, ständig wie wild im Kopf übersetzen zu wollen. Wie wir Sprache nicht mehr durch hartes Pauken aufnehmen, sondern durch das tiefe Eintauchen in ihren Klang und ihren Rhythmus. Und der Ansatz, den wir heute betrachten, ist von einer wunderbaren Schlichtheit. Wir schauen uns die Methode des Shadowings an. Shadowing, also Schattensprechen. Genau. Im Grunde geht es dabei um das pure Hören und das unmittelbare laute Wiederholen. Man nimmt natürliche, völlig alltägliche Sätze und spricht sie nach. Aber eben nicht nur so flüchtig, oder? Nein, überhaupt nicht flüchtig. Und auch nicht still im Kopf, sondern ganz bewusst, laut und mehrfach hintereinander. 4-mal pro Satz, um genau zu sein. 4-mal. Das klingt ja zunächst fast zu simpel, um wahr zu sein. Ja, das denken viele am Anfang. Aber die neurologischen Prozesse, die dadurch in Gang gesetzt werden, die sind enorm kraftvoll. Lass uns da mal genauer hinschauen, wie das in der Praxis eigentlich aussieht. Diese Methode beginnt auf der untersten Ebene mit den denkbar einfachsten Dingen. Also keine komplizierten Texte, keine abstrakten Debatten. Es sind Beobachtungen aus dem ganz normalen Leben. Sätze wie, das Café ist morgens sehr ruhig. Ja. Oder sowas wie, ich muss diese Aufgabe vor dem Mittagessen beenden. Auch ganz banale Feststellungen, also zum Beispiel, ich habe mein Notizbuch im Büro vergessen. Richtig, ganz greifbare Dinge. Und die Vorgabe ist dabei immer gleich, du hörst den Satz, du sprichst ihn laut nach, du wiederholst das Ganze 4-mal und vor allem, du versuchst nicht, ihn im Kopf in deine Muttersprache zu übersetzen. Das ist der schwierigste, aber wichtigste Teil. Weißt du, als ich mir dieses Vorgehen genauer angesehen habe, musste ich sofort an Musik denken. Oh, ein schöner Vergleich. Ja, oder? Ist das nicht exakt das, was passiert, wenn man ein Instrument lernt? Man übt eine Tonleiter so lange, also so unglaublich langsam und bewusst, bis die Finger irgendwann ganz von selbst über die Tasten gleiten. Ohne dass man noch nachdenkt. Genau, ohne dass man auch nur einen bewussten Gedanken an die Noten verschwenden muss. Der Musikervergleich trifft den Kern der Sache eigentlich perfekt, weil hier im Gehirn exakt dieselbe Verlagerung stattfindet. Wie meinst du das genau? Also, wenn wir eine Sprache über Grammatikregeln und Vokabellisten lernen, dann nutzen wir stark den präfrontalen Kortex. Das ist der Bereich für analytisches Denken und Problemlösung. Okay, der Denkerteil im Gehirn sozusagen. Richtig. Das Problem ist nur, dieser Bereich hat eine sehr begrenzte Kapazität. Er ist unglaublich schnell überlastet. Und diese sogenannte kognitive Last ist es, die uns im Café dann verstummen lässt. Ah, verstehe. Das ist also das Blackout? Genau. Wenn du jetzt aber einen Satz wie
das Café ist morgens sehr ruhig, 4-mal laut wiederholst, passiert etwas anderes. Was passiert da? Beim ersten Mal versucht das Gehirn vielleicht noch, die Bedeutung analytisch zu entschlüsseln. Beim zweiten Mal hörst du dann schon die Satzmelodie. Beim dritten Mal führst du den Rhythmus, also das Heben und Senken deiner eigenen Stimmen. Und beim vierten Mal wandert diese Information vom analytischen Zentrum in die Bereiche, die für Motorik und Gewohnheiten zuständig sind. Die Basalganglien, oder? Exakt. Du baust ein echtes Muskelgedächtnis für die Sprache auf. Wahnsinn. Das heißt, das Übersetzen fällt einfach deshalb weg, weil der Satz zu einem physischen Gefühl wird? Ja, wunderbar ausgedrückt. Er ist kein Code mehr, den ich da mühsam knacken muss, sondern eine Bewegung meiner Lippen, meiner Zunge, gekoppelt an einen ganz bestimmten Klang? Die Sprache verwandelt sich von einer intellektuellen Aufgabe in eine echte physische Handlung. Das Gehirn gewöhnt sich durch dieses bewusste Nachsprechen einfach an die fremden Laute. Man macht es sich vertraut. Genau. Die neuronalen Pfade werden bei jedem Aussprechen etwas dicker, etwas isolierter und damit viel schneller. Es ist ein passives Aufsaugen der Spracheigenschaften durch ein extrem aktives Tun. Das ist wirklich faszinierend. Du musst die Grammatik des Satzes also gar nicht analysieren, um sie fehlerfrei anwenden zu können. Dein Mund weiß einfach irgendwann, wie sich der Satz richtig anfühlt. Okay, das leuchtet mir ein. Also für simple Beobachtungen. Ich habe die Grundmelodie, ich kann im Café bestellen, ohne in Panik zu geraten. Das ist schon mal viel wert. Absolut. Aber unsere Gedanken im echten Leben sind ja selten nur isolierte Einzelsätze. Die Realität ist ja viel komplexer. Da hast du recht. Wir begründen Dinge, wir werfen Einwände ein, wir verknüpfen Ideen. Wenn wir also diese Basis haben, diese ersten Level, wie bereitet uns diese Technik dann darauf vor, echte, zusammenhängende Gedanken zu äußern? Das ist genau der Punkt, an dem wir uns den längeren, natürlicheren Sprachmustern zuwenden. Okay. Wenn das Gehirn den Rhythmus grundlegender Sätze einmal verinnerlicht hat, können wir anfangen, Beziehungen zwischen Dingen herzustellen. Wir nutzen dann kleine, aber absolut entscheidende Wörter. Sowas wie Bindewörter. Richtig. Wörter wie deshalb, weil oder aber. Ah ja. Da gibt es auch ein paar sehr anschauliche Beispiele, die wir uns ansehen können. Sätze wie, der Verkehr war schrecklich, aber wir sind pünktlich angekommen. Ein perfektes Beispiel. Oder eine so alltägliche Frustration, die wir alle kennen. Mein Laptop ist alt, deshalb funktioniert er jetzt sehr langsam. Ja, das ist aus dem echten Leben. Und auch ein Gedanke, den man nach dem Lesen oft hat. Das Buch war interessant, aber einige Teile waren verwirrend. Das sind Sätze, die atmen. Da schwingt eine echte menschliche Erfahrung mit. Genau. Durch solche Sätze bewegen wir uns weg von der reinen Feststellung hin zur Logik. Wir drücken Ursache und Wirkung aus. Wir zeigen Kontraste auf. Die Sprache bekommt eine unglaubliche Tiefe. Aber genau hier stellt sich für mich eine Frage. Schieß los. Und vielleicht fragst du dich das beim Zuhören auch gerade. Wenn ich einen Satz wie „Das Büro ist heute beschäftigt, deshalb sehen alle gestresst aus“, einfach 4-mal nachspreche, bin ich dann am Ende nicht einfach nur ein sehr gut trainierter Papagei? Das ist eine ganz typische Sorge. Ich ahme ja nur Geräusche nach, oder? Verstehe ich dadurch wirklich die zugrunde liegenden Regeln? Erlaubt mir das, später eigene, völlig neue Sätze zu bilden? Oder kann ich immer nur diese eine Phrase abspielen? Diese Sorge ist völlig normal, besonders weil wir durch die Schule darauf konditioniert sind, dass echtes Lernen bedeutet, Regeln auswendig zu lernen. Ja, genau. Wir wollen immer das System verstehen. Aber du bist kein Papagei. Der Papagei ahmt Laute nach, ohne auch nur den geringsten Sinn für Kausalität oder Kontext zu haben. Stimmt. Dein Gehirn hingegen ist die mächtigste Maschine zur Mustererkennung, die wir überhaupt kennen. Du betreibst statistisches Lernen. Statistisches Lernen? Das musst du genauer erklären. Wie verinnerlicht mein Gehirn eine Grammatikregel, ohne dass ich sie mir jemals bewusst aufgeschrieben habe? Denk an ein Kind, das seine Muttersprache lernt. Niemand setzt sich mit einem Dreijährigen hin und erklärt ihm die grammatikalische Funktion einer Konjunktion wie deshalb. Das wäre auch ein sehr seltsames Gespräch. Absolut. Das Kind hört einfach im Alltag unzählige Male, dass auf einen bestimmten Zustand eine logische Konsequenz folgt. Eine Konsequenz, die durch genau dieses spezifische Wort eingeleitet wird. Wenn du Sätze wie „Mein Laptop ist alt, deshalb funktioniert er langsam“ wiederholt sprichst, registriert dein Gehirn implizit diese Struktur. Es erkennt das Muster. Ja,
Es bemerkt die kleine Pause, die Spannung vor dem Deshalb und die Auflösung danach. Es speichert das nicht als Regel, sondern als natürliches, logisches Muster ab. Ich merke das auch selbst, wenn ich solche Sätze laut spreche. Man spürt regelrecht, wie sich die Energie des Satzes bei dem Wort deshalb dreht. Es ist wie ein Ankerpunkt. Sehr schön beschrieben. Das heißt, ich lerne die Grammatik nicht als abstrakte Formel, sondern als ein tiefes Gefühl für Ursache und Wirkung. Es wird eine körperliche Erinnerung. Und der immense Vorteil dieser körperlichen Erinnerung ist die Geschwindigkeit. Weil ich nicht mehr nachdenken muss. Ganz genau. Wenn du das nächste Mal müde bist und deshalb zu Hause bleiben möchtest, wird dein Gehirn nicht erst nach der Vokabel für deshalb suchen, um dann analytisch zu überlegen, an welcher Stelle im Satz das Verb stehen muss. Es passiert einfach. Das Wort deshalb steigt völlig automatisch mit dem Gefühl der Konsequenz in dir auf, eingebettet in die exakte richtige Melodie. Du hast das Muster internalisiert, nicht die Regel studiert. Wahnsinn. Wir sehen also, wie das Gehirn durch diese Rhythmen und Wiederholungen die Komplexität der Sprache ganz von selbst entschlüsselt. Ja. Aber, und das ist ein wirklich großes Aber, das fehlende Wissen ist meiner Erfahrung nach fast nie das eigentliche Problem beim Sprechen. Was meinst du, ist das Hauptproblem? Ich kenne das von mir selbst. Ich habe oft das Gefühl, ich darf den Mund in einer fremden Sprache erst aufmachen, wenn der Satz, den ich sagen will, grammatikalisch vollkommen wasserdicht ist. Oh ja, der innere Perfektionist. Genau. Wenn ich auch nur den leisesten Zweifel habe, schweige ich lieber. Das größte Hindernis ist also nicht der Wortschatz. Das größte Hindernis ist diese nackte Panik, einen Fehler zu machen, dumm zu klingen, verurteilt zu werden. Das ist vielleicht der tiefgreifendste Aspekt dieser gesamten Methode. Die Psychologie des Sprechens. Wir können die elegantesten mentalen Modelle einer Sprache besitzen, wir können das perfekteste Muskelgedächtnis trainiert haben, wenn die Angst uns im entscheidenden Moment lähmt, bleibt der Mund geschlossen. Man erstarrt einfach. Richtig. Das Nervensystem schaltet auf Gefahr und die Kognition friert komplett ein. Bei dem Ansatz, den wir heute besprechen, gibt es einen Leitgedanken, der mich wirklich innehalten ließ. Da heißt es ganz simpel: Mach dir keine Sorgen, wenn nicht alles perfekt ist. Ein sehr befreiender Satz. Und ein Satz, den man im Rahmen dieser Praxis auch immer wieder nachsprechen soll, lautet: Ich fühle mich selbstbewusster, wenn ich jeden Tag übe. Mein persönlicher Lieblingsgedanke dabei ist: Dieses Projekt braucht Zeit, aber ich lerne viele neue Dinge. Wunderschön. Als ich das so auf mich wirken ließ, dachte ich, eigentlich sprechen wir hier gar nicht nur über Vokabeln oder Aussprache. Das ist eine entspannte Lebensphilosophie. Es ist in der Tat ein kompletter psychologischer Paradigmenwechsel. Es verlagert den Fokus komplett weg vom Endprodukt hin zum eigentlichen Prozess. Weil das Ergebnis nicht mehr das Wichtigste ist. Genau. In unserem normalen Umfeld, also in der Schule oder im Beruf, werden wir fast ausschließlich nach dem fehlerfreien Ergebnis beurteilt. Hier aber wird die Unvollkommenheit als völlig natürlicher, ja sogar notwendiger Bestandteil des Weges akzeptiert. Man spricht den Satz 4-mal. Vielleicht stolpert man beim ersten Mal über die eigene Zunge. Beim zweiten Mal vergisst man kurz ein Wort. Beim dritten Mal klingt die Betonung noch etwas seltsam. Aber man bricht nicht ab. Man macht einfach weiter. Man verurteilt sich nicht dafür. Und genau diese Haltung hat eine enorme Auswirkung auf unser Nervensystem. Angst ist ja evolutionär bedingt oft ein Zustand der Erstarrung, dieser Freeze-Modus. Ja. Wenn wir Angst haben, Fehler zu machen, erstarren wir sprachlich. Durch das aktive Tun, durch das wiederholte, bewusste Formen der Laute im eigenen, geschützten Raum, durchbrichst du diese Erstarrung. Ah, verstehe. Du signalisierst deine Amygdala, also dem Alarmzentrum deines Gehirns, hey, ich erzeuge hier völlig fremde, ungewohnte Laute. Es klingt noch nicht perfekt, aber ich bin absolut sicher, mir droht keine Gefahr. Weil ich meine eigene Stimme höre, wie sie aktiv diese neuen Klänge produziert, während ich ganz entspannt auf dem Sofa sitze oder durchs Zimmer gehe. Richtig. Die physische Vibration deiner eigenen Stimme, das bewusste Atmen beim Sprechen, all das beruhigt direkt den Vagusnerv. Faszinierend. Und je öfter du diesen Prozess durchläufst, desto mehr baust du eine echte emotionale Toleranz gegenüber deinen eigenen Fehlern auf. Du merkst einfach, dass ein holpriger Satz keine Katastrophe ist. Das Selbstvertrauen wächst also gar nicht aus der plötzlichen Fehlerfreiheit. Nein, überhaupt nicht. Es wächst aus der beruhigenden Routine der täglichen Wiederholung. Sondern weil mir die Praxis an sich die Angst nimmt.
Genau so ist es. Das Gehirn lernt, dass es vollkommen in Ordnung ist, auf dem Weg zu sein. Und je mehr diese Angst weicht, desto mehr kognitive Ressourcen werden auch wieder frei. Das ist der magische Moment, in dem das schnelle Verstehen plötzlich möglich wird. In dem die Aussprache viel weicher wird, weil der Kiefer nicht vor Anspannung blockiert ist. Neue neuronale Pfade brauchen einfach diese stressfreie, stetige Umgebung, um sich dauerhaft zu festigen. Das ist wirklich ein enormer Perspektivenwechsel. Lass uns an dieser Stelle einen ruhigen Moment nehmen, um all diese Gedanken einmal zusammenzufügen. Sehr gern. Was bedeutet das konkret für deinen Alltag, wenn du anfängst, Sprache auf diese Weise zu betrachten? Wir haben heute gesehen, dass wahres, fließendes Sprachverständnis nicht durch das trockene, isolierte Auswendiglernen von Vokabeln erzwungen werden kann. Sprache ist einfach kein Code, den man durch reine Logik knackt. Es wächst vielmehr dadurch, dass wir uns erlauben, den Rhythmus und den Klang einer Sprache wirklich physisch zu spüren. Indem wir die Übersetzungsmaschine in unserem Kopf abschalten und anfangen, Sprache als eine Art Musik zu begreifen, die wir mit unserem eigenen Körper, unserer eigenen Stimme spielen. Wir haben auch beleuchtet, wie das mehrfache, bewusste Wiederholen dazu führt, dass wir nicht nur einfache Sätze, sondern auch komplexe logische Zusammenhänge mit Wörtern wie deshalb und aber verinnerlichen. Ganz natürlich, wie ein Kind. Genau. Wir lernen die Regeln der Grammatik nicht aus einem Lehrbuch, sondern durch das Fühlen der inneren Struktur und Energie eines Satzes. Das Gehirn erkennt die Muster ganz von selbst. Und vielleicht am allerwichtigsten, wir haben erkannt, dass der Schlüssel zur echten Freiheit beim Sprechen darin liegt, die Angst vor der Unvollkommenheit loszulassen. Ja, Perfektion ist eine Illusion. Eine Illusion, die uns am Ende nur zum Schweigen bringt. Das wahre Ziel ist es, den täglichen Prozess des Lernens zu akzeptieren, laut und unperfekt zu sprechen und durch diese reine, liebevolle Wiederholung ein tiefes Selbstvertrauen aufzubauen. Bevor wir unsere heutige Erkundung beenden, möchte ich dir noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Etwas, das du in den kommenden Tagen für dich selbst bewegen kannst. Und das weit über das bloße Erlernen von Fremdsprachen hinausgeht. Wenn das simple, mehrfache, laute Wiederholen von fremden Wörtern ausreicht, um unser Gehirn so tiefgreifend umzuprogrammieren, sodass wir anfangen können, in einer neuen Sprache zu denken und komplexe Zusammenhänge instinktiv zu erfassen. Das führt uns zu einer sehr elementaren Frage über die Art, wie wir eigentlich leben. Ganz genau. Denk einmal in Ruhe darüber nach. Wie stark formt dann die ständige, tägliche Wiederholung der Worte, die wir in unserer eigenen Muttersprache zu uns selbst sagen, unsere gesamte Realität? Eine sehr tiefe Frage. Die Sätze, die wir jeden Tag leise in unserem Kopf wiederholen oder laut aussprechen, wenn wir in den Spiegel schauen. Ich schaffe das nicht. Das ist zu schwer. Oder umgekehrt. Ich habe Zeit. Ich lerne dazu. Das ist wirklich mächtig. Sind diese Sätze nicht unser ganz eigenes, permanentes, unbewusstes Shadowing? Ein Shadowing, das buchstäblich die neuronale Struktur unseres Lebens, unseres Selbstbildes und unserer Möglichkeiten formt. Absolut. Es ist faszinierend zu erkennen, wie viel Macht in den Dingen liegt, die wir uns selbst regelmäßig vorsagen. Lass diesen Gedanken einfach mal ganz entspannt wirken. Wir sind damit am Ende unseres heutigen gemeinsamen Nachdenkens angekommen. Ich möchte dir noch eine kleine sanfte Herausforderung mit in deinen Tag geben. Etwas ganz Leichtes, inspiriert von den Übungen, die wir heute betrachtet haben. Ein kleiner Schritt für den Alltag. Genau. Nimm dir heute, vielleicht bei einem Kaffee oder wenn du einen Moment spazieren gehst, kurz Zeit, atme einmal tief durch und versuche, für dich selbst in einem einzigen, klaren Satz laut zusammenzufassen, wie du dich heute fühlst. Ganz ohne Druck. Richtig. Ganz ohne Druck. Ohne jeden Anspruch darauf, dass dieser Satz irgendwie besonders tiefgründig oder perfekt sein muss. Einfach nur als kleiner, bewusster Moment für dich selbst. Danke, dass du heute deine Zeit und deine Aufmerksamkeit mit uns geteilt hast. Genieß deinen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.